Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir gehen zuerst ganz kurz auf SF ein. Danach gibt es heute ein bisschen ein Off-Topic-Video. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber das war so, ja, für mich krass gewesen, dass ich euch davon unbedingt erzählen muss. Und ja, das werden wir im Anschluss machen. Auf jeden Fall erstmal ganz kurz zu den SF-Fakten. Der Elevator startet heute Abend und wir sind live auf Twitch. Schaut da sehr gerne vorbei, falls ihr das sehen möchtet. Wir gehen da direkt rein mit dem Main. Ich werde so, keine Ahnung, 18, 19 Uhr vielleicht so starten und dann werden wir da versuchen, die 500 Etagen durchzupreschen, so schnell es geht. Ich hatte ja sonst auch schon immer keine Probleme mit meinem Main großartig durch die 500 Etagen zu rushen. Jetzt haben wir sogar neues Equipment, komplett neu alles. Das wird krass werden. Ich denke mal, das wird noch viel, viel entspannter werden und ich bin auf den Unterschied gespannt, wie sehr wir da jetzt durchschneiden werden, wie ein Messer durch Butter. Und das wird, denke ich mal, sehr, sehr cool werden. Deswegen schaut da sehr gerne vorbei. Da sind wir heute Abend live und ansonsten wurde auch das Reichtumsrauferei-Event angepasst. Wir haben eure Bedenken bezüglich des Reichtumsrauferei-Events wahrgenommen und um ein besseres Spielerlebnis und eine verbesserte Möglichkeit durch Arena-Kämpfe Gold zu generieren, zu erzielen, haben wir folgende Anpassungen an die Eventbedingungen vorgenommen. Arena-Siege bringen Gold, außer der Verlierer liegt mehr als 50 Ränge oder 955 Ehre in der Ehrenhalle zurück. Dadurch wird das so ein bisschen eingedämmt, finde ich ganz gut eigentlich. Die anderen Eventbedingungen bleiben unverändert. Die Maximalsumme an Goldeinnahmen aus Arena-Kämpfen liegt bei 50 Millionen Gold. Wurde sich von der Community so gewünscht, wurde umgesetzt. Wie gesagt, finde ich persönlich eigentlich gar nicht so verkehrt. Und ja, deswegen auf jeden Fall gute Änderung, würde ich mal so an der Stelle sagen. Und ja, das soll es auch eigentlich schon so zu den SF-Themen gewesen sein. Viel, viel mehr gibt es gar nicht zu berichten. Das heutige Video handelt sich eher um ein Off-Topic-Thema. Falls ihr davon irgendwie, ja, von mir persönlich oder irgendwas ja, in die Richtung mehr hören wollt, dass man quasi SF als Hintergrundgame so ein bisschen nimmt und dann dazu irgendwie eine Story auspackt oder euch irgendwas interessiert, was ihr gerne von mir hören wollt oder so, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Das wird es für mich auch leichter machen, mir Videoideen oder sowas einfallen zu lassen, weil man ja nicht jeden Tag natürlich was über SF berichten kann. Das fällt mir teilweise auch wirklich schwer, muss ich sagen, mitunter. Und wenn man jetzt irgendwelche Themen in einem Video behandelt und im Hintergrund SF laufen lässt, dann ist das eigentlich relativ entspannt. Deswegen schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ihr das vielleicht mehr sehen wollt. In den Livestreams gehen wir ja auch eher sekundär auf SF ein und ich gehe da primär eher auf den Chat ein und was da gerade für Themen behandelt werden und da ist SF dann halt auch eher so im Hintergrund tatsächlich, ne? So wie das heutige Video, denn ja, vielleicht habt ihr es schon gehört, im Titel habt ihr es ja schon gelesen gehabt, es ist auf jeden Fall sehr krass. Ich habe es live gesehen, über meiner Stadt bzw. über Mecklenburg-Vorpommern ist ja ein Meteorit abgestürzt, vorbeigezogen und ich war einer der Glücklichen, die das tatsächlich live beobachten konnten. Und wenn man das so in den sozialen Medien sieht, im Nachhinein, und man das nicht so live gesehen hat, dann denkt man sich so, ach, da ist ja wieder irgendwas so abgestürzt, so mäßig irgendwie, ne, das ist ja nichts Neues. Aber wenn man das mit eigenen Augen sieht, in dem Moment gerade live, dann weißt du erstmal gar nicht, was das ist, wie du das einordnen sollst und du denkst dir erstmal immer so das Schlimmste. So, ne? Deswegen, ich zeige euch das mal ganz kurz, und zwar hatte ich das auf Instagram hochgeladen gehabt. Da poste ich eigentlich immer so alles mögliche an Real-Life-Stuff, aber auch zu Shakes and Fidget, auch vieles zum Beispiel. Unten seht ihr hier, ja, haben wir Bilder mit Thorsten und von Playa Games gemacht. Ne? Deswegen, falls ihr da vorbeischauen wollt, Link ist auch unten in der Videobeschreibung und ja, da habe ich tatsächlich das Ganze live aufgenommen. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier in dem Reel oder in der Story. Was ist das? Ja, ich habe mir so eingeschissen da, ne? Ach du Scheiße. Ich zeige euch das mal kurz hier. Junge, was ist das? Hä? Hört ihr das? Das macht auch Geräusche im Hintergrund ein bisschen. Ja, auf jeden Fall
ich hatte dann noch geschrieben, das war anscheinend wohl ein Satellit. Im Radio wurde gesagt, das war ein Meteorit. Für mich sah es mehr nach Weltraumschrott aus. So, nach Weltraumschrott, nach einem Satellit, der abgestürzt ist. Von Elon Musk, Elon Musk, Alter, von Elon Musk. Ist ja jetzt kürzlich auch von diesem hier, wie heißt das, Starlink, auch ein Satellit abgestürzt und das sah relativ ähnlich aus. So viele kleine einzelne Teile, die dort vorbeigezogen sind. Und ja, was macht das Ganze so special? Ich hatte da in dem Moment gerade Nachtschicht gehabt. Ja, das war morgens um 4:50 Uhr circa. Wir haben es jetzt gerade 9:11 Uhr morgens. Ich kam jetzt aus der Nachtschicht, war jetzt gerade beim Sport und nehme jetzt gerade das Video auf, deswegen die Uhrzeit. Ich wollte es euch unbedingt zeigen. Es macht es halt so besonders, da es halt eben mitten in der Nacht entstanden ist, wo die meisten geschlafen haben. Und meistens passiert halt auch mitten in der Nacht immer so das Krasseste einfach so. Ne? Die Situation war absolut surreal für mich, weil ja, das erstmal. Du musst das erstmal irgendwie für dich so ein bisschen einordnen. Ich zeige euch mal noch nebenbei noch so ein paar andere Aufnahmen, die noch ja, da aus anderen Perspektiven so entstanden sind. Das sieht halt absolut so unwirklich aus irgendwie, ne? Das hat mich so geflasht, Alter. Hier auch nochmal möglicher Meteoritschauer über, ne, um 4:45 Uhr. So hatte ich das halt eben auch wahrgenommen. Und ihr müsst euch mal in die Lage reinversetzen, nicht jetzt aus der Zuschauerperspektive, wenn man das jetzt halt eben so sieht, sondern aus der Perspektive von mir jetzt, sag ich mal so. Ne? Ihr seid so in eurem Arbeitsflow drinne irgendwie, ne, es ist mitten in der Nacht, ihr rechnet mit nichts Schlimmem so, ne? Und müsst das erstmal für euch einordnen, was könnte das sein? Ja, ich persönlich bin immer so ein Typ, ich gehe halt immer so komplett vom Schlimmsten aus, habe mir so gedacht, okay, jetzt ist vorbei. So, ne, jetzt geht's los. Jetzt wurde der rote Knopf gedrückt, so mäßig, ja. Und da habe ich mir so gedacht, okay, krass, scheiße. Ich sitze so, ja, auf der Arbeit, hab schon fast Feierabend, so, ne, fehlt nur noch so 1,5 Stündchen, und dann hätte ich so Feierabend gehabt. Trag gerade so meine Berichte ein, sag ich mal, ne, was so in der Nacht so angefallen ist, alles möglich so, ne, und sitze da auch dann immer relativ gerne im Dunkeln, beziehungsweise habe dann so ein Nachtlicht an, sag ich mal. Ich sitze da nicht voll im Hellen. Ich bin, ja, also für die es nicht wussten, ich bin ja vom Beruf her Altenpfleger und ich bin da alleine auf meiner Station so und ich mache das dann immer für mich dann ein bisschen ja, gemütlicher, sag ich mal. Ne? Ich bin da nicht im Dienstzimmer mit voller Beleuchtung so, denn ne? Das kann ich gar nicht so. Ne? Und gerade wenn ich dann so meine Einschreibungen mache, so, ne? Dann gucke ich so links aus dem Fenster und ich hatte so die Gardinen davor gehabt, so, ne? Und denk mir da dann so, okay, ja, da nur so ein Side-Eye, so ganz kurz nach links geschaut und denk mir dann so, okay, ja, da reflektiert sich die Lampe, die ich da anhabe, gerade im Fenster. Nix Wildes so, ne? Schreibt dann weiter ein, guckt dann nochmal ganz kurz so nach links, ja, und geht dann so mit dem Kopf mit. Vielleicht kennt ihr das so, wenn ihr mit dem Kopf mitgeht, dann geht ja die Reflexion von Licht in der Scheibe so auch mit, beziehungsweise kann man das denn die Position besser einordnen. So, aber dieser Lichtschimmer, der hat sich unabhängig von der Lampe bewegt irgendwie, beziehungsweise von dem, so wie ich mich bewegt habe. Und da habe ich mir gedacht, warte mal, das ist alles in Bruchteilen von Sekunden entstanden, ja. Diese Videos, die ich hier euch zeige, ne, dieser Meteoritenschauer, sagen wir jetzt mal, ne, der ist halt vielleicht 10, maximal 15 Sekunden sichtbar gewesen, so, ne? Und in der Zeit musste ich halt so schnell wie möglich reagieren, um das erstmal für mich zu sehen. Und dann war halt so mein erster Gedanke gleich, what the fuck, Alter, hol schnell Handy raus, dass du das filmen kannst, so, ne? Okay, jetzt geht die Welt unter, aber du zeigst es wenigstens den Leuten noch so mäßig nach dem Motto, ne? Und ja, dann bin ich halt zum Fenster gesprintet. Wie gesagt, erster Reflex. Es war ein bisschen komisch auch so, wenn man drüber nachdenkt, dass der erste Reflex ist, dass man das Handy rausholt. Weil es schon ein bisschen krank irgendwie, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, ne? Stellt euch mal vor, so jetzt platzt die Bombe, ne? Jetzt kommt so, was weiß ich, ne? Gehen wir mal wirklich vom Katastrophenszenario aus. Und ich glaube, die meisten Menschen würden in der Situation, glaube ich,
ja, irgendwie auch das Handy rausholen, ne? Um das zu filmen einfach. Das ist so krass, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Habe ich mir auch noch nie so Gedanken drüber gemacht. So, anstatt das so zu verarbeiten, ne? Auf jeden Fall, naja, ich habe es halt gefilmt. Das war so der erste Gedanke, weil ich in den Nachrichten gesehen hatte, yo, da ist schon mal ein Satellit abgestürzt und das sah exakt genauso aus. Deswegen bin ich auch echt von ausgegangen, dass das ein Satellit war. Wie gesagt, in den Medien stand jetzt ein Meteorit aus, ja, irgendwie ein Meteoritenschauer oder so, ne? Und ja, dann Handy rausgeholt, gefilmt und dann sofort ja, in Panik dann nach oben gesprintet zu meiner Kollegin, ey, schau mal aus dem Fenster. Und zu dem Zeitpunkt, wir beide ja noch überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was das überhaupt so ist. Ne? Wenn man es halt live mitkriegt, ist es halt nochmal was anderes, als wenn man es denn morgens in den Nachrichten im Nachhinein sieht und das nicht mit eigenen Augen so miterlebt hat. So, ne? Deswegen war das schon ein krasses Erlebnis, so in dem Moment, sag ich mal. Vor allen Dingen, weil es halt auch so komplett random ist. So mitten in der Nacht hast du ein Zeitfenster von, sagen wir mal, 15 Sekunden, um das Ganze irgendwie für dich wahrzunehmen und halt eben auch zu filmen. Ne? Und dass dann halt eben auch dieser Meteorit, sag ich mal, der hätte ja überall abstürzen können auf der Welt. Ne? Aber er ist genau über uns abgestürzt, so sag ich mal, beziehungsweise vorbeigezogen. Auf dem Video sieht das so aus, als ob der übelst weit weg ist, ne? Aber in echt kann ich euch sagen, vielleicht so schätzungsweise Luftlinie 3 Kilometer, der wäre direkt über uns gewesen so. Und dann malt man sich natürlich dann halt eben aus, so, okay, krass, was wäre passiert, wenn der jetzt noch 3 Kilometer oder so weiter zu uns gekommen wäre und nicht in der Atmosphäre verglüht wäre, so, ne? Also das, ja, so eine Gedanken ging mir dann da so ein bisschen durch den Kopf, als ich das Ganze, ja, für mich dann so langsam verarbeitet habe. Und ja, dann habe ich erstmal so überall dann auch gecheckt, ne? Wie gesagt, man geht ja gleich vom Schlimmsten aus, dann so in den Nachrichten, ob dann halt noch über so woanders, ne? Was gepostet worden ist. Wie gesagt, hier von Ostseewelle wurde dann hier eben gepostet, dass das von dem Alpha Centauren irgendwie ein Meteorschauer gewesen ist so. Wie gesagt, für mich sieht es halt eher so nach Weltraumschrott aus. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Fand ich auch sehr geil, jetzt, dass die Transformers kommen. Das haben mir so viele Leute geschrieben gehabt, ne? Jetzt geht's los, jetzt kommen die Transformers, so, ne? Ja, und das war auf jeden Fall für mich persönlich, muss ich ehrlicherweise gestehen, hat mich das schon sehr überrascht auf jeden Fall, weil man halt überhaupt nicht davon ausgeht. So, ne? Man ist so in seinem Alltagstrott drin auf der Arbeit, man rechnet mit nichts Bösen, so, man hat die Nacht schon fast geschafft. Es war jetzt für mich heute die 9. Nacht gewesen, man läuft eigentlich fast nur noch so auf Standby und dann, ja, dann kommt sowas denn vorbei und halt, wie gesagt, absolut krass, dass ne, ich hätte ja auch in dem Zeitpunkt irgendwo gerade anders sein können, irgendwie beschäftigt oder auf dem Pott oder was weiß ich so, dann wäre der an uns vorbeigezogen und man hätte es nie gesehen, man hätte es nie geahnt, so, deswegen, ja, fand ich das so krass, dass ich das dann halt tatsächlich nicht nur gesehen habe, sondern auch glücklicherweise filmen konnte. Ich denke mal, das konnten nicht viele und dass das halt eben so nah über uns hinweg geflogen ist, ja, war schon auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl irgendwo. Also ich hatte mich jetzt in der Situation nicht wirklich bedroht gefühlt, weil ich, wie gesagt, schon mal in der Vergangenheit kürzlich gesehen hatte, wie so ein Satellitenabsturz aussieht. Und dann konnte ich das gut einordnen, dass das jetzt halt eben, ich sage mal, jetzt in dem Sinne nichts Schlimmeres ist, beziehungsweise dass halt in der Atmosphäre dann halt eben ja, weitestgehend verglüht. Ein paar, also ich hatte von jemand anderem dann noch gehört, ein paar kleine Einzelteile sind wohl dann ein bisschen weiter noch dann halt eben runtergekommen und halt eben abgestürzt, so, ne? Weil, ja, das sah schon sehr, sehr nah aus, sag ich mal so. Und ja, deswegen war es auf jeden Fall in dem Moment, als man es gesehen hatte, hat man es halt so einfach hingenommen. Man hat es irgendwie so akzeptiert, dass es so, ne, dass das jetzt halt eben gerade so da passiert, ne? Aber ja, trotzdem war es auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, gerade weil ich mich auch persönlich so für Weltraumstuff interessiere, über das Weltall und ich gucke übelst gerne so auch tagsüber in die Wolken, nachts in den Sternenhimmel.
bin übelst so der Sternschnuppen-Hunter, sag ich mal. Also mir geht da voll einer ab, muss ich sagen, wenn ich sowas sehe. Und ich interessiere mich da auf jeden Fall für diese ganze Thematik so. Übelst krass. Interstellar ist ja auch mein absoluter Lieblingsfilm by far, wirklich schon seit Jahren. Und deswegen, ja, hat mich das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geflasht als jemanden, der vielleicht da jetzt nicht so versiert ist, sag ich mal, oder sich für diese Thematik jetzt nicht so interessiert. Und ja, deswegen umso froher war ich da auf jeden Fall gewesen. Aber in dem Moment, ja, wie gesagt, erstmal panisch zum Fenster, dann Handy raus, dann hochgestürmt und erstmal, ja, die Kollegen informiert. Und ja, die haben das dann auch noch gesehen. Ganz kurz, weil wir dann halt eben, ja, ich das von der einen Seite gefilmt hatte und auf der anderen Seite ist es dann halt noch ein bisschen vorbeigezogen. Ja, und das war auf jeden Fall, habe ich in meinen Jahren, die ich jetzt auf dieser Erde bin, jetzt bisher so wirklich noch nicht gesehen. Ist auf jeden Fall krass, mit eigenem Auge. So, ne? In den Medien sieht man sowas tagtäglich. Aber wenn man es so selbst so live sieht, ist es doch nochmal wirklich was anderes, muss ich sagen. Ja, das ist schon wirklich ein anderes Feeling. Muss ich tatsächlich so festhalten. Vielleicht kann man das nicht so nachvollziehen, wenn man es nicht so, ne, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Aber in der Situation denkst du dir ja erstmal, okay, krass. Du musst erstmal für dich, ne, erstmal gucken, einordnen, was könnte es sein, weil du gehst ja in dem Moment aus, okay, könnte alles sein. In der verrückten Welt, in der wir leben, könnte es alles sein. So, ne? Deswegen, ja, auf jeden Fall sehr krass. Das auf jeden Fall mal heute dazu. Ein bisschen anderes SF-Video, aber vielleicht hat es euch ja trotzdem ein bisschen gefallen, unterhalten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die meisten Leute, ja, gucken sowieso eher weniger zu, sondern klicken ihre eigene Alu, während sie das Video hier laufen lassen. Das höre ich sehr, sehr oft, dass das viele Leute machen. Deswegen ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man mal so ein bisschen off-topic labert. Auf jeden Fall war es das soweit dazu. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, mal gucken, was die Tage jetzt noch dabei rauskommt. Ob da jetzt noch irgendwie ein bisschen noch, keine Ahnung, weiter ermittelt wird oder so. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ist ja jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, brandfrisch halt eben gewesen. Ne? War ja jetzt gerade vor ein paar Stunden, als mir das passiert ist jetzt gerade. Ne? Deswegen erstmal soweit alles dazu. Und wir sehen uns heute Abend auf Twitch wieder. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Schaltet ein und dann werden wir durch den Elevator preschen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt stabil, passt auf euch auf, haut rein und bis zum nächsten Mal.